Hallo, mein Name ist Eli Cortiñas und ich bin Künstlerin. Eli, du zeigst heute Abend in der Januarausgabe der Double-Feature-Reihe deinen Film Quella que Camina von 2014. Die Arbeit geht um gesellschaftliche Erwartungshaltungen und geschlechterpolitische Zuschreibungen und beginnt auch mit einem sehr prägnanten Satz, nämlich: Wir Frauen trauen uns nie zu etwas. Wie siehst du die Rolle der Frau heutzutage und würdest du Quella que Camina auch als feministische Arbeit bezeichnen? Meine Arbeit generell, nicht nur Quella que Camina, sondern meine Arbeit generell ist sicherlich eine feministische Arbeit von der Perspektive, dass ich natürlich mir einfach die letzten Jahre insbesondere einfach Rollen in Filmen gewidmet habe, also weibliche Rollen in Filmen gewidmet habe. Diese weiblichen Rollen sind natürlich egal, wie gut ausgearbeitet sie sind, wie differenziert sie sein mögen oder wie flach sie auch sein mögen. Sie sind natürlich immer aus einer männlichen Perspektive geschrieben. Ich finde das besonders interessant, sagen wir mal so, oder besonders herausfordernd auch für mich, mit Rollen zu arbeiten, die vielleicht auch starke Frauen zeigen. Aber in der Regel ist in Filmen die Stärke der Frau immer durch eine ganz große Fähigkeit zur Selbstaufopferung zum Beispiel auch beschrieben oder bezeichnet. Und das ist halt eine andere Art von Stärke, würde ich dann eigentlich sagen. Also das ist für mich eigentlich eine Schwäche. Und damit arbeite ich dann und versuche vielleicht dann solche Defizite aufzuzeigen und diese Rollen dann umzukehren oder dann mit etwas anderes zu bestücken. Also manchmal haben sie dann schon etwas, wohnt denen etwas innen, was sehr interessant ist und was schon stark ist, aber ich versuche denen so eine Art zusätzliche Prothese vielleicht einfach so erzeugen, damit sie einfacher und stärker auch durch das Leben laufen können. So würde ich das beschreiben. Wir sehen beispielsweise Orte, auch viele kleine Objekte, die du einbindest und hintereinander schneidest und zu einer Art Filmmontage zusammenfügst. Wie bist du bei dieser Zusammenstellung der Montage der Filmsequenzen vorgegangen? Normalerweise in Arbeiten, sage ich mal, davor, die dann viel Found-Footage-lastiger waren, sagen wir es mal so, ich gehe nicht so anders mit diesen Materialien um. Im Grunde genommen habe ich keinerlei Hierarchie, was behandle ich wie. Die Idee, dass ein Bild originärer ist, weil ich ihn erzeuge mit der Kamera, ist für mich sowieso kein wirklich gültiges Bild. Also ich erzeuge auch Bilder in der Montage mit Bildern, die ich nicht erzeugt habe in der Kamera. Nichtsdestotrotz war ich plötzlich mit mit einem Dilemma konfrontiert und wusste nicht genau, wie ich dann an das Bilder erschaffen rangehen sollte und habe mir einfach damit verholfen, dass ich diese skulpturellen Ansätze, die auch Teile meiner Arbeit sind, diese Arrangements von Objekten, die zum Teil aus dem Alltag kommen, die ich dekonstruiere und deren Funktion auch entledige, dass ich angefangen habe, sie zu Bilder zu montieren und sie gefilmt habe. Relativ kontextlos. Ich habe dann so weiße Plattforms irgendwie aufgebaut und habe geguckt, wofür können dann sie stehen. Und so habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, das waren richtige Placebos oder das waren auf jeden Fall richtig gute Container und dann nicht so das Gefühl zu haben, dass die ganze Bedeutung auf ein Bild, was ich jetzt erzeugen muss, angelegt ist. Und so bin ich ein bisschen vorangegangen und der Rest sind so dokumentarischen, beobachtende Aufnahmen im Raum, aber fast immer versucht, das Unspektakuläre an diesem monumentalen Raum zu filmen. In dem Moment, in dem wir die alternde Prostituierte sehen aus Lizianis L'amore in Sita, hören wir auch zugleich die Stimme deiner Mutter sagen: Ich bin Ellis Mutter und meine Tochter ist die Künstlerin. Das ist ja auch ein sehr prägnanter Moment. Sie verrät uns auch, dass die Arbeit eigentlich den Titel haben sollte: Alles, wozu ich mich nie getraut habe. Wie kommt es, dass du diese biografische Komponente auch in vielen anderen deiner Arbeiten mit einfließen lässt? Und ist es tatsächlich so, dass deine Mutter auch einstudierte Aussagen hier trifft, oder verhandelst du tatsächlich einen familiären Beziehungskonflikt auch? Dem verhandelt man eigentlich immer, würde ich dann spontan dazu sagen. Tatsächlich ist es aber so, dass seit 2008 habe ich eine Arbeit gemacht, I Am for Mother. Das war
das hat sich bespeist aus 2 Quellen, 3 Filme von John Cassavetes mit Gina Rowlands und dann Gespräche, die ich mit meiner Mutter 4 Jahre lang aufgenommen hatte über das Telefon. Also ich war in Deutschland, sie war auf den Kanarischen Inseln noch. Nach dieser Arbeit jedoch hat sich dann unsere Beziehung quasi als eine Art Kollaboration auch entwickelt und über diese Kollaboration hat sich dann auch unsere tatsächlich persönliche Beziehung auch verändert und anders geformt und eigentlich sich komplett neu konstituiert, was auch ziemlich spannend ist. Aber dann habe ich sie immer wieder gerne eingesetzt als eine Art Vehikel halt in den Arbeiten, weil im Grunde genommen schreibe ich quasi diese Texte und dann sage ich ihr quasi die Texte durch und sie wiederholt sie eigentlich. Aber dann kommentiert sie fast immer auf diese Texte, die hier auf die Lippen quasi liegen. Und das ist interessant, weil manche diese Kommentare und diese Kontextualisierungen, die sie dann vornehmen, schaffen es dann tatsächlich auch danach in die Arbeit auch hinein zu fließen. Du rekrutierst dabei auf einen italienischen Film, L'amore in Città von Carlo Liziani. Was interessiert dich besonders am italienischen Film und an der italienischen Filmgeschichte? Der italienische Neorealismus hat mich schon lange auch interessiert. Ich habe da auch lange über die Frauenfiguren auch recherchiert. Und Quella che cammina ist diese Prostituierte, die wird so genannt. Und die ist natürlich, erstmal steht sie mit ihrer persönlichen Geschichte für ein Individuum und mit ihrem Schicksal. Die steht natürlich aber auch für ein kollektives Bild da, natürlich für einen gesellschaftlichen Beruf, der nicht nur keine Anerkennung findet, sondern im Verborgenen auch stattfindet nach wie vor. Und sie steht aber auch noch für was anderes da, weil das eine alternde Frau ist, die aufgrund ihres Aussehens, sag ich mal, oder aufgrund ihres Alters dann keine Kunden mehr bekommt und sie dadurch auch mehr laufen muss, weil die eigentlich dann, und das steht natürlich auch für die Vergänglichkeit des Frauenkörpers, der natürlich nur als Kapital betrachtet wird, wenn es jung und makellos auch ist. Kommen wir auf einen anderen Aspekt in deinen Arbeiten zu sprechen, nämlich den der Sprache. Also es findet ja auf sprachlicher Ebene ein konstanter Monolog statt, eine konstant wiederkehrende Selbstbefragung über gesellschaftliche Erwartungen und Normen. Und die Sprache wechselt auch zwischen Spanisch, Französisch und Italienisch. Nun stellt ja aber der Wechsel der Sprachen ja auch eine gewisse Herausforderung oder Anforderung an den Zuhörer. Wie wichtig ist dir dieser Wechsel der Sprachen? Und du erwähntest ja auch, dass der Untertitel oder auch gerade der Prozess des Übersetzens sehr wichtig ist. Ja, letztendlich gehe ich aber so vor, dass ich natürlich gucke, welche Originalsprache haben die Materialien, mit denen ich arbeite. Und ich hatte immer diesen Traum, dass ich mit meinen Schauspielerinnen, mit denen ich arbeite, die natürlich aber aus montierten Filmen kommen, auch in Dialog treten möchte. Das heißt, die wenigen Stellen in der Arbeit, wo Frauen aus den Filmen sprechen, ich antworte denen in der Sprache, die sie auch sprechen. Das, wie gesagt, das ist ja eine gewisse Hürde, dem auch konstant zu folgen, es konstant zu verstehen. Ja, das ist eine Hürde, wenn du nicht alle Sprachen sprichst, zum Beispiel. Aber das ist ja auch das Interessante. Ja, aber das ist das Interessante, einfach so eine Art von Zugang zu versperren, aber auch zu öffnen. Das heißt, die Person, die alle Sprachen spricht, zum Beispiel, hat den Jackpot geknackt, aber auch kann natürlich bemerken, dass die andere Person, die Italienisch oder Französisch spricht, kein Native Speaker ist und sogar sehr viele Fehler auch eingebaut sind in diese Sprache, weil ich diese Sprachen zum Teil selber absolut nicht beherrsche. Und ich mag eigentlich mit etwas zu arbeiten, was von vornherein auch defizitär sein kann. Ich mag mich einfach an etwas entlang zu arbeiten, was wahnsinnig fragil ist als Konstruktion, mit dem Bewusstsein, dass es unter Umständen nicht ganz richtig und akkurat eigentlich ist. Aber das ist natürlich eine Botschaft, die nur derjenige erfahren kann, der vielleicht die eine, die andere oder alle Sprachen sprechen kann. Nichtsdestotrotz sehe ich Sprache in diesem Falle auch als Bild. Sprache ist für mich nicht immer ein Idiom und ist absolut nicht immer einfach nur Träger von Informationen, sondern ist einfach ein weiteres Bild. Es hat einfach eine Färbung, es hat einen Klang, an dem ist einfach sehr viel stereotypisches Denken vielleicht behaftet oder bestimmte Thematiken, die man mit einer bestimmten Sprache einfach in Zusammenhang bringt. Und das versuche ich dann auch zu bedenken und mir dann zu eigen zu machen letztendlich.
Die Kuratorin Katharina Gregos hat ja deine Arbeiten auch ganz lautmalerisch als Lyrik beschrieben und als neue Form des Schreibens. Da du mit einer sehr fragmentarischen und sehr lautmalerischen Bildsprache auch umgehst, wie sehr kannst du dich mit diesem Vergleich identifizieren? Ich finde es natürlich super, dass sie das so sieht. Ich bewundere sie sehr und schätze sie sehr auch. Ich glaube, ich kann mich damit verbinden, weil ich immer behaupte, dass am Schneidetisch oder in der Montage wirklich das Schreiben für mich auch tatsächlich stattfindet. Eben, dass die Narration wirklich erst sich da formiert für mich und da wird sie erstmal klar und da findet sie eigentlich ihre Sprache. Das Schreiben mit den Materialien und mit den Mitteln der Montage, das ist schon, damit identifiziere ich mich komplett. Ja, Elli, dann vielen Dank für dieses Interview. Ja, ich danke dir für das Gespräch.